Hallo zusammen, mein Name ist Rahel. Heute mache ich für euch leckere Kroketten und verwende keine einzige Kartoffel dafür, sondern die Kroketten mache ich mit Blumenkohl und Lauch. Ja, wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Das Gemüse habe ich schon mal geschnitten und das verteile ich jetzt auf einem Backblech, weil das kommt jetzt gleich in den Ofen, so können sich dann die Röstaromen noch entfalten. Hier habe ich Lauch, Zwiebeln und dann auch noch Blumenkohl. Den habe ich in so Röschen geteilt. Dann kommt etwas Erdnussöl dazu. In diesem Rezept verwende ich wenig Öl, weil die Kroketten werden nicht in der Pfanne in Öl gebraten, sondern im Ofen gebacken. Und dann kommt das Blech in den vorgeheizten Ofen. So, das Gemüse ist jetzt schön geröstet und das gebe ich jetzt in einen Cutter. Am besten in 2 Portionen, nicht alles auf einmal. Und dann zerkleinere ich das alles. So, das Gemüse sollte dann ungefähr Reiskorngröße haben und dann gebe ich das hier in die Schüssel zum Abkühlen. In der Zwischenzeit schneide ich schon mal den Schnittlauch. Dann habe ich hier Kartoffelstärke. Es kommen zwar keine Kartoffeln rein, aber die Kartoffelstärke, die macht, dass die Kroketten dann auch schön knusprig sind. Ein bisschen Paniermehl kommt auch mit in den Teig und nachher noch außenrum. Dann knete ich das hier mit den Händen. Dann kommt der Schnittlauch dazu. Zusammen mit dem Lauch und den Zwiebeln gibt das einen richtig intensiven Geschmack. Dann kommt noch ein bisschen Pfeffer dazu. Ordentlich Salz, weil bis jetzt ist noch kein Salz dran. Und dann hebe ich das Ganze unter. Die Stärke macht außerdem, dass die Kroketten auch gut zusammenhalten, also die binden sozusagen die Masse. So, wunderbar. Und als nächstes wird paniert. Die Kroketten forme ich jetzt mit feuchten Händen und nehme dazu einfach ein bisschen von der Masse. Das Ganze wird dann im Paniermehl gerollt. Auf unserer Webseite findet ihr übrigens einen spannenden Artikel zum Thema Blumenkohl und dort könnt ihr ganz viele Fakten nachlesen über den Blumenkohl. Zum Beispiel, dass der eine Blume ist tatsächlich, deswegen heißt er auch Blumenkohl. Wenn man den nämlich erntet, also später erntet sozusagen, dann kriegt er auch so wirklich Blumen sozusagen. Das ist wirklich so wie eine Blume. Beim Brokkoli auch. Und es gibt auch Blumenkohl in verschiedenen Farben, also auch violett und gelb. Und vielleicht habt ihr das ja schon mal gesehen. Könnt das auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal violetten Blumenkohl hattet zum Beispiel. Ich persönlich habe das noch nie in live gesehen. Ich kenne nur den weißen. Und was ich auch im Artikel gelesen habe, ist, dass der Blumenkohl eben weiß ist, weil sozusagen die Knospe
nicht ans Tageslicht kommt, also nicht vom Sonnenlicht getroffen wird sozusagen, und deswegen bleibt die weiß. Das ist wie beim Spargel, der bleibt ja auch, der weiße Spargel, der wächst ja unter der Erde und kriegt deswegen keine Farbe. Und dann bepinsle ich die Kroketten noch mit etwas Erdnussöl. Und wie gesagt, ich verwende in diesem Rezept eher wenig Öl, also könnt ihr hier auch ein bisschen sparsamer sein, aber einfach so ein bisschen benetzen mit Öl, damit die auch knusprig werden im Backofen. So, und jetzt kommen die Kroketten noch für 20 Minuten in den Ofen. Den habe ich angelassen und deswegen können die einfach gerade rein. So, die Kroketten sind fertig. Ich habe noch eine vegane Mayonnaise dazu gemacht mit etwas Räucherpaprika. Und jetzt probiere ich mal. Ihr seht, wie sie innen aussehen. Eine richtig tolle Konsistenz. Wow, die schmecken echt fantastisch und sind auch ein toller Partysnack. Mal was anderes mit viel Gemüse. Damit könnt ihr eure Gäste bestimmt beeindrucken. Ja, wenn euch dieses Rezept gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal, weil wir posten immer wieder tolle Rezepte, so wie dieses hier. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.